Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Chattanooga. Da hinter mir kann man es hoffentlich sehen. Wir sind hier auf dem Lookout Mountain. Das ist ein Berg direkt westlich von Chattanooga. Und hier fanden im Bürgerkrieg kleine Schlachten und eine große Schlacht statt. Und zwar ging es darum, dass die Nordstaaten eingekesselt wurden in Chattanooga und die Südstaaten-Armeen standen hier auf dem Lookout Mountain, da wo wir jetzt hochgehen, ist da. Und auf der anderen Seite auf einem Berg, um die Unionstruppen zu belagern. So, und wir werden jetzt ein bisschen durch den Wald gehen. Zwischendurch gibt es immer ein paar Bildchen. Und wir sehen uns dann gleich. Im November 1863 standen sich hier die Unionstruppen unter Ulysses S. Grant und die konföderierte Tennessee-Armee unter dem Befehl von General Braxton Braggs gegenüber. Die Unionstruppen waren nach der verlorenen Schlacht am Chickamauga nach Chattanooga ausgewichen und wurden in der Folge von Braggs Truppen belagert. Er stationierte seine Truppen auf der Missionary Ridge und dem Lookout Mountain, zwei Erhebungen, die sich hoch über den Tennessee River erheben. So konnte der Nachschub für die Unionstruppen unterbunden werden. In der Morgendämmerung des 24. November griffen das 12. Korps von Generalmajor Joseph Hooker den linken Flügel der Konföderierten an. Durch einen Engpass, der nicht überwacht wurde, strömten die Truppen auf den Hügel und trieben die Konföderierten den Gegenhang hinunter. Aufkommender Nebel gab dem Gefecht den Namen »Die Schlacht über den Wolken«. Ja, sieht schon cool aus. Brocken da in der Luft hängt. Eieiei. Ja, schon eine optimale Position für eine Festung da oben. Wenn man sich die Seite hier anguckt, da kommt man mal nicht so eben hoch. Was ich aber gelesen habe, ist, dass diese Festung oder die Burg da oben war eine der ersten in der Schlacht von Chattanooga, die gefallen ist, weil eine Brigade sich den Weg hier außenrum, wo wir jetzt so quasi laufen, gesucht hat und dann die Jungs da oben überfallen konnte. Ja, da oben versteckt sich eine Höhle und da gibt es eine Treppe. Mal sehen, vielleicht kommen wir die hoch. Okay, da sehen wir ein Relief, wie das 111. Regiment Pennsylvania mit Leitern da hochgekraxelt ist. Ja, da haben wir schon das erste Kastell. Ja. Und wir gehen jetzt mal da oben hin und gucken, wo wir da hingucken können. Da den Unionstruppen die Munition ausging und der Nebel immer dichter wurde, wurden die Kampfhandlungen gegen 15 Uhr eingestellt. Der Lookout Mountain war damit eingenommen und das unter sehr geringen Verlusten, weniger als 500 Mann. Hookers Angriff am nächsten Tag verzögerte sich vorerst, da eine wichtige Brücke zerstört wurde. Nachdem sie wieder repariert war, konnte er seinen Angriff in die ungeschützte linke Flanke des Gegners führen. Unter diesen Bedingungen konnte die Division unter Osterhaus in den Rücken der gesamten konföderierten Front gelangen und auf Braggs Hauptquartier zumarschieren. So, und da haben wir noch ein paar Kanonen, die sie früher geschossen haben.
So, und dort haben wir den Eingang. Und wenn ich mich nicht verguckt habe, hätte ich da Eintritt bezahlen müssen. Also gleicher Weg wieder zurück, nicht wahr? So, da steht ein kleines Schild mit Museum. Da gehen wir jetzt mal gucken, wo wir da hinkommen. Wir sind eben von rechts gekommen und jetzt gehen wir mal nach links. So. Noch nur das Haus, was wir da eben schon gesehen haben. Also geht es jetzt den Weg nach unten. Ja, da haben wir noch ein Relief. Auf dem Weg nach oben habe ich eine Abkürzung gesehen. Und da bin ich jetzt mal am gucken, ob ich die finde. Ansonsten muss ich wieder den langen Weg zum Auto nehmen. Aber das sind ja wieder eine Stunde. Und vielleicht gibt es da hier irgendwie einen kurzen Querfeldeinweg. Grüße an Florian. Ja, bin mal gespannt, was das hier alles wird. Ich habe nämlich immer noch keinen Plan, wie ich das Video schneiden werde, was dabei rauskommt. Werden wir sehen. Ob es jetzt ein Wandervideo wird, nur ein reines Chattanooga-Video oder Sightseeing-Video. Mal schauen. Ja, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert doch gerne den Kanal, lasst ein Like da oder schreibt einen schönen Kommentar für mehr. Also mich beschleicht langsam das Gefühl, dass wir doch wieder den alten Weg nach unten gehen müssen, weil wir laufen hier den Berghang lang und es geht kein Weg nach unten. Das ist natürlich doof. Moment. Sieht schon schön aus hier alles, ne? Aber wenn man keinen Weg sieht, hier gehen wir noch ein Stück und dann schauen wir weiter. Okay, da unten sind 2 Wege zu erkennen. Also werden wir mal weiterlaufen. Am Nachmittag suchte Grant die Entscheidung, indem er 22.000 Mann einen Frontalangriff im Zentrum durchführen ließ. Über 3 Kilometer verteilt mussten die Soldaten über freies Feld marschieren, um zu den Schützengräben zu gelangen. Die erste Linie wurde so überrannt und in Panik flohen die Konföderierten den Missionary Ridge hinauf zu der 2. und 3. Reihe Schützengräben. Ohne weitere Befehle abzuwarten, wurden die Fliehenden verfolgt, sodass der Missionary Ridge eingenommen werden konnte. Auf Seiten der Union sprach man seitdem vom Wunder am Missionary Ridge. Und hier befand sich die, ja, ich würde mal sagen, Wachpostenlinie der Konföderierten. Und wie am Datum erkennt, die ganze Schlacht ist jetzt 160 Jahre und 1 Monat her. So, und hier standen die Unionstruppen. Ja, und ich versuche es mal einzufangen. Wir waren eben 100 Meter in diese Richtung. Da seht ihr jetzt gleich dieses weiße Schildchen. Da waren die Konföderierten. Also die haben sich hier schon auf knappen 100 Metern gegenübergestanden. Ja, 2 verlassene Häuser. Bin mir nicht sicher, ob man da rankommt, aber wenn, schaut mal auf unserem Hauptkanal vorbei, weil dann wird es da jetzt ein Video geben. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst ruhig ein Abo und ein Like für den Algorithmus da.